Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation erfahren Sie in Kürze die Hauptbotschaft der Offenbarung des Johannes. Die Apokalypse, das altgriechische Wort für die Offenbarung, folgt der Tradition der Propheten des Alten Testaments und es ist wesentlich darauf hinzuweisen, nur durch das alte jüdische Wissen erschließt sich der Inhalt der Offenbarung in der vollen Tiefe. Dieses alte jüdische Wissen wurde durch Friedrich Weinreb in unzähligen Büchern und Vorträgen uns neu zugänglich gemacht. Und was Sie hier erfahren, ist, dass die Auslegung durch textimmanente Strukturen vorgegeben wird. Es handelt sich hier um Zahlenverhältnisse oder Zahlen aus dem jüdischen Wissen, die als kompositorisches Element aus dem Alten Testament sich hier im letzten Buch des Neuen Testaments wiederfinden. Welche großen strukturellen Hinweise gibt es? Es geht hier in erster Linie einmal um die Struktur der Genesis. Also in der Offenbarung finden wir diese Struktur ebenso in den 7 Gemeindebriefen wie in allen diesen Versionen mit diesen 7 Erscheinungsformen, also 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen. Und wie schaut diese Struktur aus? Wir teilen also dieses Blatt in 3 Spalten und der erste Schöpfungsbericht, die rechte Seite ist eine Entsprechung für die Lichtseite und wir kennen auch, dass am ersten Tag das Licht geschaffen wurde und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, ist die Wasserseite, da werden die Wasserober- und Unterdorffeste getrennt und in der Mitte, das ist dann eine Synthese aus beiden und dann gibt es 2 Schöpfungsdaten, wo zuerst eben das Land vom Wasser getrennt wird und mit der eigenen Schöpfungstat dann die samentragenden Pflanzen auf dem Land. Und somit haben wir die kleinste Einheit dieses Schöpfungsberichtes beschrieben, also mit 3 Schöpfungstagen und 4 Schöpfungsdaten. Die weiteren Schöpfungstage sind nur mehr eine weitere Differenzierung, wie Sie gleich sehen werden. Also am 4. Tag wird Sonne, Mond und Sterne geschaffen, am 5. Tag Leben im Wasser, in der Luft und am 6. Tag werden eben wieder mit einer Verdoppelung, also mit 4 Schöpfungsdaten, also zuerst die Tiere auf dem Land geschaffen und dann der Mensch nach Bild und Gleichnis Gottes. Und wir lesen ihm 10-mal in diesem Schöpfungsbericht und Gott sprach und dann das 9. Mal und Gott sprach, seid fruchtbar und mehret euch und das 10. Mal und Gott sprach, ich zeige euch alle Pflanzen, die euch zur Nahrung dienen. Und wie Sie auch alle wissen, am 7. Tag ruhte Gott von seinen Werken und Gott segnete und heiligte diesen Tag. Und das ist der Tag, in dem wir heute leben. Im zweiten Schöpfungsbericht, der grundsätzlich die gleichen strukturellen Elemente aufweist, erfahren wir eben vom Baum des Wissens, also vom Baum der Erkenntnis und vom Baum des Lebens, wo eben Eva, diese körperliche Seite in uns, sich verführen lässt von der Schlange und vom Baum des Wissens nimmt. Aus dem Hebräischen wissen wir, ein anderer Begriff dafür ist, das ist der Baum der Fruchtmacht, der die Entwicklung und den Prozess und die Zeit ausdrückt. Der Baum des Lebens kann sowohl das eine als auch das andere. Es ist der Baum, der Frucht macht und es ist der Baum, der Frucht isst. Also das, was schon alles ist, ist für uns jederzeit eben verfügbar und wir brauchen uns nicht irgendwohin entwickeln, sondern wir müssen es nur zulassen. Die erste Antwort können Sie ahnen, das Nehmen vom Baum der Erkenntnis führt uns nicht in eine lebenswerte Welt, sondern sie führt uns wie den Zauberlehrling in katastrophale apokalyptische Zustände, die uns heute besonders bewusst werden. Die Offenbarung zeigt die Antischöpfung des Menschen. Das Ergebnis wird uns als Traumbilder im ersten Teil der Offenbarung, den Visionen mit den 7 Erscheinungsformen, vor Augen geführt. Und nun die weiteren strukturellen Elemente. Zuerst, diese strukturellen Elemente zeigen den Weg des Menschen, also in diesen beiden Grafiken eben von Friedrich Weinreb. Das heißt, die Schöpfung beginnt bei Gott, beim Ursprung, ausgedrückt durch die Eins. Und es ist eine Zweimachung, wie wir jetzt aus dem Schöpfungsbericht erfahren haben, mit Tag und Nacht und Land und Wasser und so weiter. Und der Mensch in seiner Totalität lenkt alles nach eigenen Plänen und Beschlüssen wie eine selbstständige Gottheit. Und das explodiert in die Vielheit.
unseren Weg oder den Weg des Lebens kann man auch darstellen als Weg vom Ursprung in die Vielheit, und es gibt im Leben einen Wendepunkt oder Wendepunkte, eben wie wir es auch durch diese Erzählung vom verlorenen Sohn kennen. Und wo finden wir dieses strukturelle Element in der Offenbarung des Johannes? Hier sehen Sie die gesamte Offenbarung des Johannes Vers für Vers aufgelistet, so klein, dass wir es nicht lesen können, aber wir können den Überblick behalten, und farblich unterschieden sind in hellblau die Szenen im Himmel, in violett eben die Szenen, die durch den Baum des Wissens bestimmt sind, und in gelb die Szenen, die den Baum des Lebens charakterisieren. Und die Offenbarung hat 404 Verse, und genau in der Mitte, nach 202 Versen, kommt es zum Sturz des Drachen, oder mit 4 Namen, die alte Schlange, Satan und der Teufel. Und das ist genau in der Mitte der Offenbarung und stellt ihm einen Wendepunkt dar. Und hier noch einmal zur Erklärung oder Erinnerung den Lebensweg mit diesem Wendepunkt. Und welche Szenen gibt es in der Offenbarung? Also die Offenbarung beginnt mit einem Prolog, und dann lesen wir von diesen 7 Gemeindebriefen, wo wir dann verführt sind, das in der Geschichte eben zu sehen in Kleinasien. Und das Entscheidende ist, zu erfahren und zu wissen, wir finden alle diese Sachen in uns. Die Offenbarung beschreibt das Leben des einzelnen Menschen. Der geschichtliche Aspekt ist nur in der Sprache des Baumes des Wissens ausgedrückt, also eine Verführung durch die Schlange. Und dann erfolgt unmittelbar ein Szenenwechsel, eine Vision vom göttlichen Thron im Himmel, umgeben von den 4 Tieren, und dann stellt sich die Frage, wer kann dieses Siegel öffnen? Denn es folgt dann diese Siegelvision, und hier erfahren wir das erste Mal, dass durch die Erkenntnis und durch den Baum der Erkenntnis kein Mensch eben in der Lage ist, das zu öffnen, nur durch das Lamm, symbolisiert Christus, der nach dem Baum des Lebens gelebt hat, der kann dieses Siegel öffnen. Dann folgen diese 7 Posaunenvisionen, und in dieser Posaunenvision kommt es bei der Sonnenfrau zur Geburt des Kindes, auf die ich noch kurz eingehe. Und der Drache will das Kind verschlingen und wird aber aus dem Himmel verbannt, und unmittelbar danach treten die 2 Repräsentanten dieses Drachen, also die 2 Tiere, auf. Und hier lesen wir auch von der 666, und dann kommt es wieder zu einer Vision im Himmel am Berg Zion mit den 144.000. Über diese Bedeutung der Zahlen finden Sie mehr Informationen in den Videos auf meinem Kanal. Und dann erfahren wir von der Ernte, es ist ein Entsprechen für das Gericht, wo die Kelter vor der Stadt getreten werden, und das Blut, das dort frei wird, reicht bis zu den Zügeln der Pferde. Das führt leider nicht zur Umkehr, und dann folgen ihm wieder 7 Schalen, Zornschalen, wie sie auch genannt werden, und in der 6. Zornschale erfahren wir, da wird der Begriff Armageddon einmal genannt, wo sich die Gegenkräfte eben versammeln. Es wird nicht weiter dann beschrieben, was dann geschieht, und damit ist der Baum des Wissens seine Erzählung beendet, und es folgen dann die Erzählungen, die geprägt sind durch den Baum des Lebens. Aber zuvor schauen wir uns noch an, was passiert bei der Sonnenfrau in der 7. Posaune. Also vorausgesetzt ist zu wissen, am Ende der 6. Posaune kommt es zu einer Umkehr. Das führt letztlich zur Geburt dieses Kindes durch die Sonnenfrau. Dieses Kind steht eben für eine Entsprechung aus dem Ewigen, das in der Lage ist, die Naturgesetzlichkeit zu durchbrechen, so wie wir es auch erlebt haben im Leben Jesu, der nach dem Baum des Lebens gelebt hat, wo wir erfahren haben, dass die Liebe die Naturgesetze eben durchbrechen kann. Und somit ist es auch eine Geburt des Erlösers letztlich auch in uns. Und das zweite große strukturelle Element, zuerst war das die Hälfte, also der Offenbarung, und nun nach 2/3 tritt dieser Erklärungsengel auf, oder Angelus Interpres. Und das ist genau eben im Verhältnis 2:1. Die Offenbarung zeigt uns den Weg von der Zweiheit zur Einheit. Und hier sehen Sie das Verhältnis der Verse.
das eben sich dann zeigt, fast exakt 2:1 oder 2,2:1. Und noch einmal zur Wiederholung diese Szenen im Zusammenhang mit dem Baum des Wissens. Und was geschieht dann nach dem Erklärungsengel? Und der Erklärungsengel eröffnet diesen Baum des Lebens, und der Baum des Lebens steht für diese Wahrnehmung, wo wir den direkten Kontakt zum Ewigen haben, aus der Einheit leben und diese Einheit in uns erfahren. Wir sind die Schöpfung, in uns ist alles vorhanden, also alle Tiere, alle Pflanzen, alle Menschen, und tun wir den Nächsten Gewalt an, tun wir Tieren Gewalt an, so tun wir es uns selbst an. Unter diesem Gesichtspunkt kann Babylon, diese große Hure Babylon, diese Dienerin mehrerer Herren, nicht bestehen. Also Weinreb hat dieses Thema der Unzucht bezeichnet als unsere nützliche Weltbetrachtung. Und danach kommt es zur Hochzeit. Es ist da gemeint, diese Vereinigung dieser Gegensätzlichkeiten, so wie im Mann und Frau und Körper und Seele und Tag und Nacht, und hier eben ausgedrückt durch das Lamm, also in Vertretung für Jesus, der eben diese Liebe gelebt hat, und dem neuen Jerusalem oder himmlischen Jerusalem. Und Jerusalem aus dem Hebräischen bedeutet die Erscheinung Gottes in der Vollkommenheit. Also wenn diese Liebe auf der Erde in der Vollkommenheit Gottes erscheinen kann, dann ist es eben eine Hochzeit. Unmittelbar folgen diese Gegenkräfte und es führt zur letzten Schlacht. Nur der Unterschied zu den vorhergehenden Kämpfen ist, dass diese Schlacht für uns geschlagen wird. Wir sind nicht einmal involviert, und Johannes also ist da nur Beobachter und sieht, dass ihm das himmlische Heer von Christus diese Schlacht in Kürze für sich entscheidet. Und dann erfahren wir über diese 1000 Jahre, irrtümlicherweise mit dem 1000-jährigen Reich übersetzt. Und diese 1000 steht eben für die Einheit. Aus dem Hebräischen wissen wir, dass die 1 und 1000 ihm gleich geschrieben wird und unterschiedlich ausgesprochen wird. Hier werden die Gegenkräfte dem gebunden und dann wieder freigelassen, was eben zur Schlacht von Gog und Magog führt, die eben auch in Kürze entschieden wird. Es kommt zum Gericht, wo es nicht zur Auslöschung von Menschen kommt, die nicht entsprechend gelebt haben, sondern wir werden selbst, jeder einzelne Mensch wird wieder aufgerichtet, also Gott gleichgemacht. Und dann erfahren wir das neue Jerusalem, und das Ganze endet mit dem Epilog. Also die zweite Antwort ist, kehren wir den Baum des Wissens den Rücken, kehren wir um. Umkehr, Buße tun mit der Nau bedeutet unsere Sicht auf die Welt ändern. Dann erleben wir die Hochzeit, die Einheit, und wir erfahren, es werden die Gegenspieler Schritt für Schritt vernichtet. Beim Gericht kommt der Tod und das Totenreich in den Feuersee, und das ist im Wesentlichen, somit wird diese Dualität aufgehoben, die im ersten Schöpfungsbericht geschaffen wird. Und wir alle erleben das nach dem Tod beim Eintreten in die Ewigkeit. Wir sind unsterblich, wir erleben den neuen Himmel, die neue Erde, ausgedrückt durch dieses neue Jerusalem. Es gibt nur mehr Liebe, Licht und keine Tränen. Hier ein Blick in dieses neue Jerusalem, und diese Stadt Jerusalem steht für die Beziehungen. Also leben wir nach dieser Einheit, nach dem Baum des Lebens erfahren wir die Einheit in uns, so haben wir eben entsprechende Beziehungen zur gesamten Schöpfung. Und hier verschränkt sich das erste Buch, die Genesis, wo wir vom Paradies erfahren, mit der Ausprägung im letzten Buch der Bibel, wo das Paradies durch unsere Beziehungen dann ausgedrückt wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließend sehen Sie die verwendeten Bücher, auch bei den Büchern die Facebook-Gruppe und E-Mail-Adresse, die Bilder, dann den YouTube-Kanal, der Verweis auf mein Buch, wo das eben alles genau beschrieben ist, in Print- und E-Book-Version, und die Rezensionen, die leider beim Einspielen bei Amazon einer neuen Version dann immer wieder verschwinden. Jetzt können Sie sie wenigstens hier nachlesen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.